Oktoberfestzeit. Endlich wieder Gesellschaft. Endlich wieder feiern. Im Club oder im Festzelt. Ballermann geht, Après-Ski kommt und was bleibt, ist ein ganz bestimmtes Lied. Ein Party-Hit spaltet das ganze Land. Laila. Alles grölt mit, obwohl es darin um eine Bordellchefin geht, die jünger, schöner, geiler ist und damit halt auch um Prostitution. Seitdem redet ganz Deutschland über Sexismus. Zu Recht? Oder ist Laila vielleicht einfach nur ein stumpfer, aber guter Ohrwurm, zu dem man herrlich Party machen kann? Nehmen wir das Ganze vielleicht auch ein bisschen zu ernst? Ich hab einen Puff und meine Puffmama heißt Laila. Sie ist schöner, jünger, Der Usinger Laurentiusmarkt am Samstagabend. Leider. Ist vorne dabei. Keine schöner und geiler. Du hast noch jünger vergessen. Entschuldigung. Jünger, schöner und geiler. Das ist eine deutsche Hymne. Da müssen wir mitmachen. Hey! Alle Leute werden da so ein Feeling verspüren und haben richtig Lust drauf und geben richtig Gas. Das kommt auf den Alkoholspiegel an, würde ich jetzt mal sagen. Jünger, schöner, geiler, das finde ich irgendwie als Frau, denke ich so, nee, da kann ich nicht mitmachen, aber ihr könnt das. Ja, schon eigentlich so. Ich weiß nicht, das Lied habe ich zum ersten Mal gehört und ich habe direkt dann irgendwie einen Ohrwurm gehabt und mitgesungen. Es ist wirklich ein Spaßlied für mich und ich lege da keinen Wert auf den Text. Also wirklich alle, mit denen ich hier heute gesprochen habe, die sind nach wie vor mega Fan von Laila. Wie ist das jetzt aber, wenn du die Partyband des Abends bist? Spielst du dann einfach alles, was das Publikum will, oder gibt es da vielleicht auch so eine ganz persönliche Grenze? Die Band Let the Butterfly spielt vor allem auf Straßenfesten, ab und an aber auch auf der Kerb. Als Party- und Coverband für diesen Herbst an Laila kein Weg vorbei. Oder? Wonach wählt ihr denn eure Lieder aus? Also wir haben am Anfang des Jahres immer ein Repertoire, was wir uns über den Winter eigentlich in der Regel so zusammenstellen. Und je nach Veranstaltung, hier ist es eher ein bisschen partylastiger, so ein bisschen mehr in Richtung Schlager und auch Malle-Hits. Ne? Das ist dabei, das wollen die Leute hier hören. Und können sich die Leute auch bei euch was wünschen? Also es ist manchmal ein bisschen schwierig, weil die Wünsche sehr vielfältig sind und teilweise auch Wünsche dabei sind, die vielleicht jetzt nicht so ganz ins Set reinpassen. Ihr wisst ja wahrscheinlich, welcher Hit heute, also ich habe ja schon mit ein paar Leuten gesprochen, heute ziemlich wahrscheinlich gewünscht wird, oder? Ja, mal wieder die schöne Laila, ne? Da sträuben wir uns immer so ein bisschen, aber wir werden es auf jeden Fall mal anstimmen, natürlich, ja. Den spielt ihr nicht durch, habe ich das richtig verstanden? Wir lassen die Leute den Song für uns singen. Das ist ja krass. Wieso? Also das sind ja so Songs, wo die Leute sowieso am liebsten einfach mitgrölen. Und das hat sich bewährt, da gibt es einige Songs von, die stimmt man kurz an und dann übernimmt das Zelt ohnehin. Und dann singen die zweimal den Refrain durch und das passt eigentlich meistens, das reicht den Leuten. Ne? Und wenn das nicht reicht, dann spielen wir irgendwann nochmal zwischendurch an. Und dann können die ihren Refrain singen, sind happy, wir auch. Und dann passt das. Das ist ja witzig. Okay, also so manövriert ihr euch dann eigentlich so ein bisschen da raus, oder? Genau, es ist so ein bisschen rausgemogelt, ehrlicherweise. Ist das bei euch auch ein Thema? Also, dass ihr euch den Text anguckt und danach entscheidet, das können wir bringen und das eigentlich nicht? Ja, so schaut's aus, ja. Kann man wenn ich da reinspringen darf, ich glaube, es ist auch ganz wichtig immer, für uns ist ganz wichtig, dass die ganze Band sich wohlfühlt mit dem, was wir machen. Und wenn es dann Einzelne gibt, die sagen, nee, das ist nicht mein Song, dafür will ich nicht stehen, den will ich nicht verkörpern, dann tragen wir das als Band mit, weil wir einfach diesen Spaß, den wir gemeinsam auf der Bühne haben, transportieren wollen. Und wenn das bei so einem Song, weil er vielleicht von 2, 3 nicht so die Richtung ist, nicht gegeben ist, dann sind wir da relativ konsequent bis eben aufs Ansingen. Ja. Ich finde, das ist ein guter Kompromiss der Band. Wenn sie ein Lied nicht mögen, lassen sie das Publikum eben den Gesang übernehmen. Aber warum will das Publikum Laila denn ständig und unbedingt? Ich finde es immer schade, wenn die Politik oder auch das Fernsehen oder das Radio dann das immer auf einen bestimmten Punkt fokussieren möchte. Und das ist schade, weil die Leute haben einfach nur Spaß in dem Moment und kommen zusammen und sind eine Gemeinschaft. Wir hypen damit im Grunde, jünger, schöner und geiler zu sein. Frauen. Also ich find's schwierig, dass man halt nicht einfach so diesen Text an sich als Spaß verstehen kann. Dass man einfach das Lied an sich nimmt, um gemeinsam einfach eine gute Zeit zu haben. Ich war jetzt selbst die letzten 2 Monate in der Klinik wegen psychischen Beschwerden.
Und das war einfach so dieser Moment, wenn wir im Auto waren, einen Ausflug gemacht haben und dieses Lied lief. Jeder war einfach, das war für einen Moment einfach mal alles okay. Da wird nicht drüber nachgedacht, was es jetzt irgendwie, wen das diskriminiert, für wen das irgendwie, keine Ahnung, schädlich ist oder was auch immer. Sondern dann hört man dieses Lied und es ist einfach ein Moment Freiheit. Und das ist doch der Moment, der zählt. Ja? Und wenn dann alle am Abend Spaß haben können, egal welchem Geschlecht oder wie sie sich zuordnen, dann finde ich das schön, dann macht mir das Spaß. Ich muss sagen, ich finde das echt krass, also wie viel Passion ihr gerade hier rausgehauen habt für dieses Lied. Ich bin wirklich total beeindruckt. Ich hab einen Puff und meine Puffmama heißt Laila. Und dennoch treibt mich echt die Frage um, bin ich denn jetzt die Einzige, die beim Liedtext von Laila echt ein massives Störgefühl hat? Also alle, die wie ich Töchter haben, die möchten doch eigentlich, dass das mal starke Persönlichkeiten werden. Die sollen doch nicht denken, dass jünger, schöner und geiler zu sein irgendwie das Nonplusultra ist. Ich frage noch mal weiter. Und zwar auf dem Bornheimer Markt in Frankfurt. Das ist jetzt nicht gerade feministisch und zeitgemäß, glaube ich, so ein Lied. Und ich finde es schlimm, dass sowas dann an die Jugend herangetragen wird. Und ich habe festgestellt, ein Freund von meinem Neffen, der ist 7, glaube ich, gewesen und der hat es dann schon gesungen. Und wenn Kinder dann mit sowas konfrontiert werden und das als normal erachten, finde ich das nicht okay. Ein bisschen sexistisch, würde ich mal behaupten. Aber wie gesagt, nicht schlimmer als in den anderen Liedern dieses Genres. Aber klar, ist jetzt nicht gerade frauenschätzend. Und nicht geistreich. Das sieht der Straßenmusiker aus der Ukraine ganz genauso. Ich habe auch eine Übersetzung gemacht, und wenn eine Frau als eine Sache betrachten wird, finde ich das überhaupt nicht schön, und das darf nicht sein. Also im volltrunkenen Zustand kann man das tatsächlich mitgrölen. Ansonsten finde ich es unterste Schublade. Hat kein Niveau. Irgendwann muss man auch mal Stellung beziehen. Wollen wir dahin oder wo wollen wir eigentlich hin? Und das sind so Themen, da steigen die Jugendlichen drauf ein. Und ich finde, das ist absolut minus. Also keinerlei unterstützungswürdig, sondern ganz im Gegenteil. Ich finde den ganzen Hype oder das ganze Tamtam, was darum gemacht wird, ein bisschen schwierig, finde ich. Ich denke, da gibt es deutlich andere Lieder, wo das berechtigter wäre, würde ich mal sagen. Doof, wenn die Tochter das hört? Ja klar, die fragt dann immer, was ist denn das, was soll das? Und dann muss ich ihr das erklären und sage halt, manche Leute finden das halt cool, aber Mama findet das nicht cool und aus den und den Gründen. Jetzt bin ich echt froh, dass ich endlich Unterstützung bekommen habe. Und trotzdem frage ich mich natürlich immer noch, was ist es jetzt, was die anderen so an Laila fasziniert? Was steckt in diesem Song alles drin? Was steckt dahinter? Und wie sieht es eigentlich mit Sexismus in anderen Songs aus? Das frage ich jetzt den Musikchef von UFM, der Jungen Welle hier im Hessischen Rundfunk. UFM macht Programm für alle Hessinnen und Hessen zwischen 14 und 29 Jahren. Teamleiter Nico Potzkei entscheidet mit darüber, welche Musik diese Zielgruppe zu hören bekommt. Ich habe jetzt wirklich viele Leute getroffen, die das Lied Laila geradezu vergöttern, würde ich fast sagen. Wie erklärst du dir diesen Hype? Diese Ballermann-Songs gibt es jedes Jahr und auch mehrere davon. Ja. Aber bei Laila war eben diese Diskussion so groß. Und in der Presse haben viele davon mitbekommen, haben sich den Song dann angehört und sind dann, glaube ich, erst recht noch mal draufgesprungen, weil sie gesagt haben, wieso denn nicht? Also ich lasse mir ja nicht verbieten, was ich hier höre. Ja, bei Diskussionen meinst du, dass manche Stadtfeste auch gesagt haben, hier, den Song dürft ihr bei uns gar nicht erst spielen. Also das hat das gerade erst so attraktiv gemacht eigentlich. Genau, und dann haben die Leute gesagt, jetzt erst recht. Und dann natürlich diese ganze Sexismus-Debatte. Könnte ich mir zumindest vorstellen, dass da auch einige gesagt haben, das nervt mich, ich will einfach nur Musik hören. Und jetzt streame ich den und höre den und spiele den, so viel es geht. Und damit meinst du, dass sozusagen die Gesellschaft eigentlich eher genervt davon ist von MeToo, Catcalling, Gender-Sternchen und all sowas und bei so einem Song hauen wir dann wieder alles raus? Also bestimmt nicht alle, aber ein Teil davon vielleicht. Also könnte ich mir zumindest vorstellen. Aber ihr spielt den ja auch nicht bei UFM, ne? Warum nicht? Naja, also zum einen spielen wir keine Ballermann-Musik. Auch bei deutschsprachiger Musik ist unsere Hörerschaft sehr kritisch tatsächlich und mag da sehr wenig von. Und dann haben wir ja schon auch einen gewissen Auftrag und haben sehr junge ZuhörerInnen. Und da ist es halt einfach so, da ist der Text einfach zu
kritisch, sage ich mal, als dass wir den hier ungefiltert einfach raushauen können. Mhm. Also ihr guckt nicht nur, was mögen unsere Hörerinnen und Hörer, sondern ihr checkt tatsächlich auch mal den Text. Auf jeden Fall, ja. Also das war für uns halt auch lange ein Thema bei Deutschrap. Machen wir bei UFM jetzt auch nicht mehr so. Wir haben zwar eine Sendung, in der wir das abbilden, aber so im Tagesprogramm, Morningshow, Nachmittag und so weiter, da spielen wir auch kein Deutschrap mehr. Aber als wir es noch gemacht haben, haben wir auch immer uns die Texte angeguckt. Und können wir das so sagen? Können wir das so spielen? Ich chill im Bett mit ner Chick, die sieht aus wie die Sis von Dior. Doch eigentlich geb ich 'n Fick auf Frauen wie Dieses Deutschrap an sich, das ist dann schon eher eine Nische, die sehr erfolgreich aber gerade ist. Aber ja, beim Frühstück wollen die Leute das dann irgendwie doch nicht hören. Ja. Jetzt gibt es ja noch so ein paar Songs, wo man es nicht so direkt aufs Brot geschmiert bekommt, dass der Inhalt da sexistisch ist. Und ein paar davon spielen wir, also jetzt bei UFM oder ich bei HR3, ja auch. Also mir fällt da sofort Calvin Harris, Sam Smith und Promises zum Beispiel ein. Are you drunk enough? Now to judge what I'm doing. Grenzüberschreitungen wie diese Vergewaltigungsfantasien im Text fallen weniger auf, weil sie auf Englisch gesungen werden. Genau wie bei dem Hit von Robin Thicke und Pharrell Williams, Blurred Lines. Übersetzt, zick nicht so rum, du willst es doch auch. Inwiefern checkt ihr auch diese Songs mal durch? Also klar, das gucken wir uns auch auf jeden Fall an. Aber da ist es halt so, dass es ist halt Englisch, ganz blöd gesagt. Und das verstehen die Leute dann oft nicht so schnell. Und das ist dann oft auch einfach schon ein Grund, dass man sagt, okay. Halb so wild. Ja. Wobei, wenn wir es mal ganz selbstkritisch sehen, wenn unser Auftrag ist, dass wir sowas gar nicht erst in die Welt raushauen wollen, dann müssten wir eigentlich auch sagen, da gucken wir noch mal ein bisschen genauer drauf. Also vor allem, wenn es, wie bei Sam Smith und Calvin Harris, ja auch irgendwie so um Vergewaltigungsfantasien geht. Das ist nicht ganz einfach so, oder? Ja, auf jeden Fall, klar. Man muss natürlich auch immer ein bisschen abwägen, ne? Also inwiefern ist das jetzt künstlerische Freiheit oder was ist wirklich ernst gemeint, was ist nur irgendwie so ein, wie soll ich das sagen, so ein Gedanke oder irgendwie... Ich würde Sam Smith mal so gerne fragen. Eine Metapher. Ja, was willst du mit diesem Song? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich bin mir nicht mehr sicher, ob er wirklich eine gute Antwort darauf hätte. Er hat wahrscheinlich nur eingesungen, fertig genau, aus. oft klingt es aber ja, oder ist es ja auch nur so, dass man eine möglichst gute Metapher haben will, um ein Bild zu erzeugen. Und wenn ihr jetzt einen neuen Song reinkriegt und überlegt, nehmen wir den mal auf, so langsam ins Programm, wird da der Text eigentlich wirklich mal gescannt oder habt ihr dafür eigentlich gar keine Zeit? Naja, also wenn die Musik neu veröffentlicht wird, dann gibt es eine sogenannte Abhöre. Das heißt, die Musikredaktion trifft sich und hört die neuen Lieder an. Das passiert immer montags bei uns. Und da gucken wir quasi einmal auf alles. Also wie klingt der Song? Passt der zu UFM? Worum geht's da? Können wir das spielen? Ja oder nein? Und dann gibt es immer so eine Vorab-Einschätzung quasi. Und da wird auch der Text natürlich mit unter die Lupe genommen. Klar, die einen achten mehr, die anderen weniger da drauf, aber doch, wir gucken da schon drauf. Sexismus in der Musik. Irgendwie keine so richtig eindeutige Sache. Und ich frage mich, ob ich als Radiomoderatorin da vielleicht auch ein bisschen zu sensibel unterwegs bin. Sexistische Songs kann man ja wenigstens noch ausstellen. Bei sexistischen Kommentaren auf der Straße klappt das aber leider nicht. Ich glaube, das hat ja jede Frau schon mal erlebt, dass sie irgendwie richtig übel angegangen worden ist von Männern auf der Straße. Aber wie häufig passiert das wirklich? Wir machen mal ein kleines Experiment. Die attraktive Statistin Chantal Fülber ist unser Lockvogel. Wir statten sie mit versteckten Kameras aus, mit denen sie auf der Zeil einfach nur ein bisschen flanieren soll. Wir wollen wissen, wie lange wird es dauern, bis sie blöd angemacht wird. Oder pfeift ihr jemand hinterher? Hat sie alles schon erlebt. Wir beobachten aus sicherer Entfernung erstmal nichts. Aber vielleicht ist sie auch zu dick eingepackt? Nach knapp 2 Stunden reicht es uns. Es bleibt dabei. Mir kam die Zeil jetzt hier überraschend züchtig vor. Wie war es für dich? Ja, also im Prinzip
ist ja nicht viel passiert, so. Außer vielleicht ein paar Blicke ab und zu hier und da, aber jetzt auch nicht so, wo man sagen kann, boah, ich fühle mich richtig angegriffen oder das geht ja gar nicht. Und inwiefern sind Blicke, das habe ich ja auch gesehen, dass sich einige umgeguckt haben, sind die ein Problem für dich? Es kommt auf den Blick drauf an und es kommt irgendwie auch drauf an, von wem. Also wenn da jetzt so ein 60-Jähriger mir entgegenläuft und mich irgendwie anschaut oder zuzwinkert, dann denke ich mir jetzt auch nicht, oh, ist aber nett. Das finde ich dann irgendwie auch nicht so toll. Wenn es jetzt jemand in meinem Alter ist und ich einfach merke, okay, der guckt mich kurz an, vielleicht, ich mache das ja auch, wenn ich an jemandem vorbeilaufe und vielleicht finde ich auch das Outfit cool oder nicht cool oder wie auch immer, dann schaue ich ja auch. Ich frage mich manchmal, inwiefern solche Blicke überhaupt steuerbar sind oder ob das manchmal auch so ein Automatismus ist. Also ich gestehe ja auch, wenn ich irgendwie eine Frau vor mir habe, die wirklich so einen ordentlichen Ausschnitt hat, dann ist bei mir automatisch erst in die Augen und dann auf den Busen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei vielen Männern auch so ist. Ja, manchmal meinen die es mal vielleicht gucken. auch gar nicht böse. Ja, vielleicht ist es auch einfach dann die Dauer von dem Blick. Ob es wirklich nur so ein schnelles oder ob es echt ein klares Abchecken ist. Also ich finde, das macht alles einen Unterschied. Was war so eins der übelsten Kommentare, die du gekriegt hast? Erinnerst du dich noch? Einmal hatte ich was, wo ich vorbeigelaufen, das war im Sommer. Wir sind so aneinander vorbeigelaufen und er ist stehen geblieben, hat so gepfiffen und so wow. Und dann bin ich stehen geblieben, habe mich umgedreht und habe ihn gefragt, was sein Problem ist. Und dann hat er sich aber auch richtig erschreckt, damit hat er nicht gerechnet. Und dann ist er schnell weitergelaufen. Also es kam zu keinem Gespräch. Aber da habe ich mir gedacht, was erwartet ein Mann oder ein Junge oder wer auch immer davon, wenn man so einen Kommentar ablässt? Irgendwie bin ich ja auch schon ein bisschen beruhigt, dass solche Sprüche jetzt nicht am laufenden Band kommen. Im Englischen gibt es übrigens einen Fachbegriff dafür, Catcalling. Und es gibt Aktivistinnen auf der ganzen Welt, die dagegen kämpfen und das im wahrsten Sinne des Wortes ankreiden. In Offenbach treffe ich jetzt 2 von ihnen. Offenbacher Frauen und Mädchen schicken den beiden per Mail, was ihnen auf der Straße passiert ist. Manches davon echt gruselig. Ein fremder Mann packte mir an den Po. Geiler Arsch. Ich holte aus und traf ihm ins Gesicht. Ein Typ lief uns nach. Ich habe etwas, woran du lecken kannst. Ich war 10. Ein Typ masturbierte im Gebüsch. Als er mir folgte, schrie ich ihn an. Er lief weg. In Frankreich ist das sogenannte Catcalling seit 2 Jahren illegal und wird bestraft. Dafür, dass das auch hier passiert, setzen sich Dora und Katte mit ihren Aktionen ein. Hi, ich komme schon mal zu euch. Hi, Julia bin ich. Hallo, hi. So, ein fremder Mann bedrängte mich, als ich, wie geht's weiter? Als ich lauter wurde, ja, sag du gerne, Sagte er, irgendwann schwängere ich dich. Okay. Wo kommt der Spruch her? Wir haben eine Zusendung auf Instagram. Also es hat uns eine Person geschildert, der das passiert ist. Und der Text war auch ein bisschen länger. Ne? Also sie hat da geschildert, was er noch gesagt hat und dass sie ihn in die Schranken gewiesen hat und dass er nicht abgelassen hat und ihr sogar in den Bus gefolgt ist. Aber das können wir nicht hier überall hinmachen. Von daher haben wir das ein bisschen gekürzt. Ja. Frauen schreiben euch, das und das ist mir passiert. Und Genau. ihr macht es kurz und knackig und schreibt es dann mit Kreide auf die Straße. Warum jetzt hier? Das ist genau hier passiert. Also die okay. schreiben uns auch, wo das passiert ist. Und das soll sozusagen am Ort des Geschehens dann auch das öffentlich machen. Ja. Und warum das Ganze öffentlich machen? Ja, es ist halt viel zu oft so, ne, dass Leute, die so catcalled werden, die fühlen sich ja dann irgendwie, denken, oh nein, jetzt habe ich was Falsches angehabt oder warum passiert mir das? Dabei ist ja der Täter schuld. Und so machen wir es eben öffentlich. Und wollen eben, dass man sich nicht alleine fühlt und darüber spricht. Viele schreiben uns auch und sind sich nicht sicher, ob es irgendwie schlimm genug ist, aber fühlen sich halt bedroht. Ja. Und wir wollen das halt irgendwie entnormalisieren. So. Das ist nicht normal, das ist Belästigung, das ist kein unbeholfenes Kompliment. So. Häufig, wenn die Person zeigt, sie hat kein Interesse, folgen halt auch Beleidigungen. Also das hat dann auch ein System, das ist dann nicht einfach ein Kompliment. Und das wollen wir halt irgendwie entnormalisieren. Was schreiben euch denn dann die Frauen, wenn sie das sehen? Also
Was bedeutet das für Sie? Also wir kriegen echt viel Dankbarkeit von den Betroffenen, weil sie teilweise halt echt zum ersten Mal das irgendwie teilen und aus ihrem Umfeld nicht Unterstützung bekommen. Und war es denn wirklich so schlimm und stell dich doch nicht an. Also auch von der Familie da einfach oft nicht wirklich Unterstützung kommt. Also wir kriegen echt viel Dankbarkeit, was uns auch freut. So, wir wollen denen zeigen, dass sie nicht allein sind. So. Ich habe auch in eurer Story natürlich gesehen, dass da irgendwas war mit der Ordnungspolizei hier in Offenbach. Da gab es dann doch noch mal Ärger. Was war da los? Ja, ein Stadtpolizist hat uns ermahnt und hat uns das untersagt, weil das verboten sei. Das hat uns sehr gewundert, weil wir das seit 2 Jahren machen und ja auch einen Preis von der Stadt bekommen haben dafür. Ja. Genau, letztlich haben wir jetzt eine Ausnahmegenehmigung bekommen vom Ordnungsamt, dass wir weiter kreiden dürfen. Was natürlich interessant ist, weil Kinder ja auch einfach kreiden dürfen. Und genau, wir machen hier Arbeit und versuchen aufzuklären. Und Catcalling an sich ist nicht strafbar, aber das zu dokumentieren soll schwierig sein. Also das ist natürlich. Ich fände es auch cool, wenn es verboten wäre, also Catcalling an sich. Das ist ja auch das eigentlich, was so euer primäres Ziel ist. Ne? Das ist ja fast eher so ein bisschen, habe ich jetzt gedacht, so eine Zwischenlösung. Ja? Solange es nicht verboten ist, tragt ihr es wenigstens in die Öffentlichkeit. Habt ihr euch mal Gedanken darüber gemacht, wie sollte Catcalling denn eigentlich bestraft werden? Also wenn es dann mal irgendwann vielleicht bestraft wird. Wie bestraft man das? Das ist eine gute Frage. Also ich könnte mir Geldstrafen vorstellen. Wir sind jetzt nicht stark in diese politische, praktische Richtung gegangen, sondern das ist eine kleinschrittige Arbeit, dass wir es vordergründig erstmal sichtbar machen. Ja, Geldstrafen. Also genauso wie wenn ich angeschrien werde und bedroht werde und beleidigt werde, aber dann auch die sexuelle Komponente mit einbeziehen. Da war einmal so ein Spruch, ich habe es mir sogar gemerkt, hey du Schlampe, ich will dich ficken, bleib stehen, du Fotze. Also da habe ich echt gedacht, ey, da bin ich heilfroh, dass ich an diesem Spruch nicht vorbeigekommen bin, weil das sind echt so Worte, die will ich ja auch von meinem Kind oder von meinen Kindern so lange wie möglich irgendwie fernhalten. Und jetzt kriege ich sie so fett auf der Straße präsentiert. Und es macht auch Angst, aber es passiert halt. Und ich denke mir lieber, dass Kinder das mitkriegen und mit Eltern vielleicht hoffentlich drüber reden können oder in der Schule oder irgendwo, dass sie in solchen Situationen auch eher gewappnet sind. Mhm. Also in der idealen Welt aufzuleben, das ist eine schmale Gratwanderung, aber ich finde Aufklärung da einfach sehr wichtig. Es gibt ja Männer, die sagen, oh, mit diesem ganzen MeToo und Sexismus und Catcalling jetzt auch noch, da weiß ich ja gar nicht mehr, wie ich mich verhalten soll. Ich weiß gar nicht mehr, welches Kompliment ist noch okay oder wo kriege ich gleich irgendwie einen Eintrag bei der Gleichstellungsbeauftragten. Mhm. Kannst du das nachvollziehen? Absolut. Ja. Und ich bin auch nicht, also Menschen sollten sich trotzdem im öffentlichen Raum kennenlernen dürfen, so, absolut. Das ist eine schmale Gratwanderung manchmal. Aber wenn irgendwie mehrmals gefragt wird, hey Süße, wo gehst du hin? Hast du einen Freund? Da wird es halt schwierig. Das ist dann sehr bedrängt und da kommt es halt auf diese feinen oder nicht feinen Zwischensignale an. Ja, da glaube ich, da hapert es immer noch so ein bisschen. Diese Zwischensignale, die definiert ja auch jeder so ein bisschen anders vielleicht. Ja. Und wenn du nicht weißt, wie du damit umgehen sollst, dann sagst du vielleicht auch weniger, fühlst dich aber unwohl. Also das ist... Ja, dass wir die Schuld halt auch bei uns suchen, das hast du, Kathe, glaube ich, vorhin gesagt, dass manche auch noch sagen, ja, hatte ich vielleicht auch die falschen Klamotten an, habe ich ihn irgendwie provoziert. Wie kriegen wir das aus den Köpfen auch der Mädels raus? Und auch der Männer, also eigentlich von allen, ja. Also ich sehe Frauen, die leicht bekleidet rumlaufen, mittlerweile auch einfach als Vorreiterin. Aber die müssen halt diese Kommentare abkriegen. Ich selbst schaue nach Tagesstimmung, ob ich einen weiten Pulli trage oder mich anders kleide. Aber es wird, glaube ich, lange dauern und es ist mit viel Schmerz verbunden und mit viel Übergriffigkeiten. Und das Frauenbild allgemein in der Werbung, in der Pornoindustrie hilft jetzt auch nicht unbedingt, um dagegen zu arbeiten. Ja. So. Einfach das tragen, worauf man Lust hat. Ohne blöde Sprüche von niemandem. Das fände ich auch schön. Die Frau, die ich jetzt treffe, hat auch genau die Einstellung und hat damit wirklich einen internationalen Eklat ausgelöst. Beachvolleyballerin Carla Borger ist normalerweise im super knappen Bikini unterwegs und sollte für ein Turnier in Katar plötzlich lange Kleidung tragen. Nö, nicht mit mir, hat sie gesagt. Das Turnier in Katar findet ohne mich und ohne meine Partnerin statt. Knielange Hose und T-Shirt bei 40 Grad. Diese Forderungen des Veranstalters waren für Carla Borger und Julia Sude ein No-Go. Eine eindeutige Teamentscheidung.
Es war aber nicht das einzige Mal, wo es Kleidervorschriften beim Beachvolleyball gab. Mal sollten die Frauen mehr tragen, mal weniger. Sogar der Steg des Bikini-Unterteils war reglementiert. Komisch, bei den Männern gab es solche Vorschriften nie. Und warum hat es dich mit Katar jetzt gestört? War das, weil dir etwas vorgeschrieben wurde oder auch, weil dir etwas vorgeschrieben wurde, was sagt, ja, bedeck dich bitte ein bisschen mehr? Ja, das war dieses einmal, ich wusste ja, was für Temperaturen dort herrschen. So, wir reden über 40 Grad, wir reden über ein sehr heißes Turnier. So, ich kenne das nicht, in langen Klamotten zu spielen. Es zählt ja auch mit in die Olympia-Quali rein. Und genau, und diese Vorschrift, dass du so spielen musst, so, das fand ich in meinen Augen nicht korrekt. Und die Tatsache, dass du dich als Frau dann halt auch irgendwie mehr zu bedecken hast, hat dich das irgendwie auch bewegt zu sagen, okay, ich gehe da nicht hin? Wenn ich in anderen Ländern bin und dann würde ich auch lange Klamotten einziehen oder wenn wir jetzt in Hotels sind, dann laufe ich auch nicht in meinem Bikini dann da rum, sondern ziehe mich auch so an, dass ich mich wohlfühle und darum ging es mir eigentlich gar nicht so, sondern es ging einfach nur darum, dass es eine Vorschrift geworden ist und dass man eben das nicht mit uns vorher kommuniziert hat, sondern es war halt einfach die Wahl, ja entweder ihr macht es halt oder ihr spielt nicht. Ich habe das auch dann thematisiert bei Athleten Deutschland und die mir dann auch gesagt haben, so, ja, im Endeffekt ist es deine Entscheidung. Sie stützen das, wenn ich dagegen vorgehen möchte. Sie sagen aber auch ganz klar, dass sie es nicht einschätzen können, in welche Richtung es geht. Es könnte genauso gut auch so mir um die Ohren fliegen, diese ganze Thematik. Und das sollte mir durchaus bewusst sein, wenn ich mich dazu äußere. So richtig um die Ohren geflogen ist es dir eigentlich nicht, aber die Resonanz und die Reaktion, die waren schon krass, oder? Was war alles los? Ja, es war eine anstrengende Zeit auch, weil eben so viel in den Medien stand und eben durch den einen Artikel, das eben so verbreitet worden ist, dann natürlich auch umgeschrieben. Jeder hat rein interpretiert, dann irgendwelche Zitate wieder genommen und so weiter. Und so entwickelte sich das dann so ungefähr in alle Medien. Aber grundlegend war es schon die Reaktion positiv. Und ja, aber es war trotzdem eine intensive Phase für mich. Wenn es positiv war, was wurde denn so als positiv bewertet? Dass wir uns einsetzen, also dass ich die Entscheidung getroffen habe, dafür einzustehen, das eben auch mal laut zu machen, dass, was es uns da eben ging, dass wir halt eben frei wählen können. Und zu diesem Zeitpunkt gab es ja diese Kleiderordnung im Beachvolleyball noch nicht, dass man frei entscheiden konnte, was man trägt oder nicht. Also wir waren ja immer noch angehalten, wenn der Schiedsrichter zu uns kommt und sagt, es sind, glaube ich, über 16 Grad, es ist jetzt warm, ihr spielt jetzt bitte im Bikini oder ab einer gewissen Temperatur dann eben unter 16 Grad dürfen wir dann in der langen Hose auch spielen. So, das haben wir ja schon immer angefochten. Also so warum, wenn meine Partnerin sich nicht wohlfühlt oder ich nicht oder vielleicht auch meine Periode gerade habe oder so, wieso kann man nicht in der Radlerhose spielen? Oder wenn ich friere mit einem Attest vom Arzt, hätte ich in lang spielen können, aber ja, meine Güte, wie lange mussten wir jetzt warten, dass wir eben frei entscheiden können, was wir tragen möchten oder nicht? Wie ist das denn jetzt aktuell? Es wurde letzten Herbst geändert weltweit beim Verband, also beim internationalen Verband, dass wir tragen dürfen, was wir möchten. Das heißt, meine Partnerin könnte in der kurzen Hose spielen, ich in der Bikinihose. Es muss halt farblich und vom Muster her stimmen, was auch völlig in Ordnung ist. Genau, und theoretisch wir können frei entscheiden. Ich finde, das ist eine ganz tolle Regeländerung, die man ruhig auch hätte abfeiern können und eben mal zeigen, dass man vielleicht auch was sehr Positives verändert hat in die richtige Richtung. Und das ist ein ganz wichtiges Thema. Und wie wir jetzt merken, es ist ja Normalität geworden jetzt nach einem bisschen Abstand. So, und das freut mich total, dass wir damit was bewirken konnten. Cool, was ein Turnierboykott für Auswirkungen haben kann. So wie Carla Borger gegen eine ungerechte Behandlung von Frauen anzugehen, finde ich null übertrieben. Sexismus in Songs kriegen wir dagegen häufig gar nicht mit. Und viele machen sich auch gar nicht so viele Gedanken über den Liedtext und was der womöglich mit sich bringt. Und die Catcalls-Aktivistinnen? Auch wenn mir manche Begriffe auf die Straße gekreidet immer noch zu krass sind, sage ich als Frau für diese Form des Protestes Daumen hoch. Was mich aber auch wirklich bewegt hat, das waren die Gespräche auf der Kerb, auf dem Laurentiusmarkt. Einfach weil die Jungs und Mädels da mir so richtig gut gesagt haben, was für ein Zusammengehörigkeitsgefühl dieses Lied Laila bei ihnen auslöst. Und ich muss sagen, das macht es mir auch ein bisschen einfacher jetzt, dieses Lied auszuhalten.